für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Leute treffe, die ich kenne. Was machen wir denn heute? Wir holen mein Auto ab. Was denn für ein Auto? Naja, ich habe doch nach einem Camper gesucht. Ein Auto, das ich zu einem Camper umbauen kann. Ich habe jetzt seit letztem Sommer gesucht und viel Schrott gesehen und irgendwann total entnervt auf meinem Sofa gesessen, kriegte dann eine Nachricht von einer Freundin, die sich erinnert hat, dass ich so einen Wagen zum Ausbauen suche. Und sie sagte, sie hätte sich entschieden, eines der Autos, die die Familie hat, abzugeben und gefragt, ob ich mich da nicht für interessieren würde, bevor sie das ins Internet stellt. Und dann habe ich gedacht, das könnte ja auch ein Kompromiss sein. Erstens, Ausbau geht ein bisschen schneller. Zweitens, die Kaufkosten sind nicht so hoch wie bei einem großen. Es ist nicht eine fahrende Schrankwand. Deswegen, kleiner Wagen, viel Freude. Wo sind wir hier? Guck mal an. Ist das das Falsche? Ist das nicht der Bus? Nee. Ja, wir sind jetzt am Bahnhof. Okay, cool. Bis gleich. Moin. Ich freu mich so. Okay. Seriös jetzt mal. Nicht ins Auto fahren. Die CD gehört auch zu Ihnen. Ja, und hier sind noch so diese Batterie und das sind diese Stützen, die man kann die hier wieder dran schrauben, wenn man will, für ein Fahrrad halt. Ne? So, und jetzt, ich habe auch ein Maßband dabei. Okay. Ich weiß nicht, messen wir mal einfach von hier, oder? Die schmalste Stelle hier hinten ist 1,20 und über den Radkästen, ja, ein bisschen, ja, 1,30, 1,31. Ja. Und hier oben hätten wir 1,50 sogar. Ja. Genau. Hier oben sind ja auch so kleine. Ja, so Aufbewahrungsregale mit Netz. Ja. Ja gut, wenn man das jetzt nicht da dran macht, dann ist das ja auch wieder hoch. Ja. Und da vorne ist halt diese, da kann man sich auch so eine Art kleines Schränkchen oder so vielleicht bauen. Ich werde jetzt mal Probe sitzen. Ja, okay. Wir stellen uns vor, hier wäre eine Kiste. Und machen wir einen Kaffee. Also jetzt müssten wir hier eigentlich einen Kaffee machen, die Tür wieder öffnen, oder? So, und hier für die Ladungssicherung ist doch auch super. Ja, das ist super. An den Zurpunkten kannst du die Küche befestigen, die Boxen befestigen, musst du nicht durch die Karosserie bohren. Ach so, Ja, das ist schon noch vorteilhaft. Ja, okay. Und zwar hier, Ja. also jetzt bräuchten wir halt einen Schraubenzieher. Man muss hier das sind so Ösen, Ja. da hatte ich auch bei YouTube halt dann recherchiert, wie man das macht. Du drückst da rein und dann löst du, also kann ich jetzt nicht von Hand, Ja. dann dann drückt sich das nach da und dann kannst du das hochheben. Okay. Dann sind die raus und dann passen die halt hier genau drauf und du hast das eben. Ah, okay, verstehe. Also hier macht man die Motorhaube auf, hier drunter. Der hat eine Klimaanlage, ja. Die funktioniert? Ja, die ist sogar sehr gut. Wow. Die geht direkt an, ja.
Genau, da macht man dann Wasser rein und hier noch der Kühlerflüssigkeit. Weißt du, wie man Öl guckt? Also aus der Fahrschule halt. Ach so, ja. Den Nupsi rausziehen, mit dem Taschentuch sauber machen, Genau, wieder und dann rein. wieder rein. Also, das sollte immer bestenfalls, also nicht ganz voll, immer so wie es jetzt ist eigentlich. Oder noch einen mehr. Ja, 3-4 Striche. Ja. Ja, genau. Magst du den Geruch auch? Nicht so gerne wie Benzin. Okay. Wenn hier weißer Schleim drauf ist, dann kommt Wasser in den Motor und dann weiß man, dass es nicht gut ist. Das ist nicht gut. Nee, das hatte ich auch tatsächlich schon mal. Das war, Bei dem hier. Nee, nicht bei dem. Gut. Das war bei irgendeinem anderen. Und bei der Kühlflüssigkeit, achso, man muss eigentlich warten, wenn er jetzt so heiß war, aber wir sind ja nicht so weit gefahren. Sonst passiert nämlich das. Geht mal mit euren Gesichtern weg, sonst. Aber ist okay. Und hier meinte er, wenn das hier nach verbrannten Abgasen riecht, aber ist nicht. Nee, der wurde auch wirklich jetzt einmal komplett durch die Mangel genommen da von der Werkstatt. Alles neu. Und So, mit dem fahre ich gleich weg. ja, super. Dann viel Spaß damit. Wir sind voll die Motorexperten, ne? Echte Motorexperten sagen nicht, dass sie Motorexperten sind. Ach ja, stimmt, die sind es Sie einfach. Experten einfach rum. Ja.